bin Tobias von Lockpicking Nord. Ich habe heute ein Abus E20 für euch, das ich picken werde. Das ist ein 6-Pinner, wie man sehen kann, mit ziemlich fies geschnittenem Schlüsselprofil. Ist wirklich fies, das ist relativ schwierig ranzukommen, beziehungsweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da ist der Schlüssel dazu. Nicht ganz fies, auch nicht ganz nett. Den Sprengring schon mal abgemacht. Ich muss mal aufpassen, dass ich den Kern jetzt nicht mit rausziehe. Wie gesagt, Schlüssel funktioniert soweit wunderbar. Der Sprengring ist ein bisschen schwierig abzubekommen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse den heute einfach mal weg. So, spann das Ding hier ein. Kamera noch ein bisschen. Und ein bisschen reinzoomen. Spann das mit einem Flachspanner hier unten. Es würde auch ein L-Spanner gehen, oben ist genügend Platz. Hier oben kommt man ohnehin nicht hin. Ich habe euch ja schon mal gesagt, L-Spanner sind nicht so mein Ding. Nehmen einen flexiblen einen Hook in 0,4 mm. Mit dem picke ich von hier schräge oben. Ich fahre hier über die Pins rüber. Nehmen wir den Flachspanner nochmal raus. Hier über die Pins rüber und pick dann mehr oder weniger wie mit einem Bohrmulden-Picker, zumindest anfangs. Weiter hinten. Später kann ich dann auch wieder relativ normal picken. So, Feedback ist nicht so doll, muss ich fast sagen. Also geht schon, könnte aber definitiv besser sein. Ich setze mal alles, was hier gebunden zu sein scheint. Habe mit 6 angefangen, habe 5 angetippt. 5 ist so auch schon gut, da tut sich nichts mehr. 6 habe ich jetzt wahrscheinlich zu tief gesetzt. Das hier ist 4. Ist mal ein bisschen Spannung los. Irgendwas ist ein bisschen zurückgekommen. Ist nochmal 6 angetippt. Und eine kleine Kerndrehung bekommen. Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Vielleicht setze ich auch irgendwas nur halb. Das kann auch sein, vor allem weil es nicht so richtig heftig klickt. 4. Eine ordentliche Kerndrehung bekommen durch 4, indem ich 4 gesetzt habe. Suche jetzt weiter. 6, 5, 4, 3. Noch eine kleine Kerndrehung. Das hier ist 1. Gegendrehung bei 1. Irgendwie verloren. Habe ich nochmal zurückspringen lassen. So, oh, das war 1. Sehr gut, schon offen. Ja, ich muss auch zugeben, das ist schon das zweite Mal, dass ich das Ding jetzt pick. Gerade eben. Ich habe beim ersten Mal das Auseinandernehmen ziemlich verkackt. Hoffe, das wird nun besser. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal den Sprengring jetzt abgelassen. Das sollte auf jeden Fall schon mal helfen. So, Schlüssel brauche ich nicht mehr. Aber das Pinningbrett. Hier einmal die Mechanik hinten raus haben. Ist hier eine Art Proppen drin mit einem Stift mit Federspannung, um hier die Schließnase zu verstellen, falls man das mal braucht. Ich verdrehe das hier etwas und schiebe das dann einfach nach hinten raus. So, den Rest müsste ich mit der Pinzette ziehen können. Dann aufpassen, dass die Pins da nicht gleich wegfliegen. Halte mal den Finger rauf. So. Dann den Kern ein Stückchen vor. Dann geht die Schließnase raus. So, und jetzt brauche ich noch einen passenden Follower. Der ist gut. So, habe neue Follower, das war auch das Problem. Genau deswegen habe ich es verkackt. So. Aber diesmal klappt das. Sehr gut. So, von den Tiefen kann man sehen, dass 6 schon mal nicht besonders effektiv ist. 2 geht so, 2 und 5, aber 1, 3 und 4 sollten ziemlich effektiv sein. So tief wie die sitzen, aber 6 gefällt mir ja gar nicht. Ich glaube 6 ist auch der allerhöchste Schnitt, den man überhaupt irgendwie in dem Schlüssel unterbringen konnte. Ja,
bleibt bald nichts mehr übrig von. Gut, dann schauen wir mal, warum das Feedback so scheiße ist. Nicht scheiße, aber ein bisschen wenig. Hier ist eine Spule, relativ schwach tailliert und wahnsinnig lang. Die kann natürlich nicht so doll kippen jetzt im Kern, deswegen kriegt man keine besonders tiefen False Sets. Den Kern nicht besonders doll auf Kipp. Zumindest verglichen mit den Toleranzen, das ist ein Standardstift. Jetzt in 3 noch so eine Spule. Wie gesagt, alle sehr lang. Der hier ist verjüngt am Ende, also im Prinzip ein T-Stift. Beim letzten Mal hatte ich das auch, dass ich den noch ein bisschen tiefer setzen musste. Wahrscheinlich, weil ich das jetzt schon wusste, habe ich das gleich gemacht, als ich die Pins durchprobiert habe nach Feedback. Deswegen ging das auch wirklich schnell auf jetzt. Ist kein einfacher Pick. Hab lange für gebraucht, um das Ding überhaupt mal aufzubekommen. War auch viel Glück dabei. Das hier ist einer mit einer Rille. An jedem Ende wird nur eine zum Einsatz kommen auf jeden Fall. Und in 6 haben wir nochmal einen Standardstift. Was anderes würde hier ohnehin nicht Sinn machen. Wie gesagt, bei dem Schnitt wird nichts anderes effektiv sein. Kann die auch mal eben reinhalten in den Kern. In 1 die Spule ist sehr effektiv, aber das war ja klar. 2 der Standardstift, ja, geht nicht besonders tief rein. Da hätte auch nichts anderes Sinn gemacht. 3 relativ effektiv die Spule. 4 der T-Stift ist effektiv, definitiv. 5 das Ding mit der Rille, nicht so wirklich effektiv. Minimal, ganz minimal. Und 6, ja, fast nicht aktiv. Muss man wirklich nur antippen. Ja, wunderbar. Gut. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat gefallen, hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss. So, jetzt habe ich vor lauter vergessen, die Schlüsselstifte rauszunehmen. Da ist nämlich auch fieser Kram mit bei. Wie man sehen kann, sind 2, 3 und 5 und 6 Spulen bzw. so Pilzkopfstifte, die die Sache auch nicht gerade einfacher machen. Gut, so, das war's nur aber wirklich. Und tschüss.